Hallo, mein Name ist Alexander Wölfe und ich bin GIS-Analyst bei WGeoGIS. Heute möchte ich Ihnen Gebietsplanung und Gebietsoptimierung mit QGIS und dem WGeoGIS Plugin WGOATP zeigen. Momentan liegt mir eine Gebietsstruktur nur in Excel-Form vor. Ich möchte eine Gebietsstruktur erzeugen und um ein weiteres Gebiet erweitern. Dargestellt in dem Excel habe ich meine eindeutige Landkreis-ID, den Landkreisnamen, das Marktpotenzial und natürlich auch die Zuweisung zum jeweiligen Vertriebsmitarbeiter oder Vertriebsgebiet. Diese Informationen aus dem Excel übertrage ich nun auf die Landkreise, gebe an, in welcher Spalte meine eindeutige Landkreis-ID, das Marktpotenzial, in dem Fall die Anzahl an Kunden steht und natürlich auch in welcher Spalte die Gebietsordnung zu finden ist. Im GIS werden dann dargestellt die insgesamt 11 Gebiete mit dem ausgeglichenen Potenzial an Anzahl an Kunden mit einem Mittelwert von ca. 400 Kunden pro Gebiet. Ziel ist es nun, dass ich diese Gebiete erweitere und im Süden ein neues Gebiet berechne. Zunächst selektiere ich alle Gebiete im Norden von Deutschland, damit diese vom Gebietsalgorithmus nicht beachtet werden und für die Optimierung gesperrt sind. Ich aktiviere wieder die südlichen Gebiete, starte eine automatische Gebietsplanung und gebe hier die Anzahl an 4 neu zu planenden Gebieten ein. Nun beginnt die automatische Gebietsplanung. Der Algorithmus optimiert dabei die Gebiete und gleicht nach dem Potenzial, nämlich die Anzahl an Kunden, die Gebiete aus. Zudem ist es wichtig, dass die Gebiete sehr kompakt sind und die Wege für den Außendienstmitarbeiter minimiert werden. Nach Abschluss der Berechnung sehe ich das Gesamtpotenzial je Gebiet. Im Schnitt liegt das bei 340 Kunden in dem Fall und kann bei Bedarf diese Gebietsstruktur noch leicht anpassen und das ein oder andere Gebiet noch umordnen. Auch dabei ist es wichtig, darauf zu achten, dass das Gesamtpotenzial ausgeglichen ist und jedes Vertriebsgebiet und damit jeder Mitarbeiter das gleiche Potenzial zugewiesen bekommt. Nach Abschluss der manuellen Überarbeitung kann ich mit der manuellen Bearbeitung enden und das Ergebnis, das neue Gebiet, die neuen Gebiete mit den Außendienstmitarbeitern besprechen. Vielen Dank, das war das Tutorial zur automatischen Gebietsplanung. Tschüss und bis zum nächsten Mal.